Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es hat nicht sollen sein. Real Madrid verliert im Finale des spanischen Supercups gegen den FC Barcelona mit 2:3. In einem wesentlich ausgeglicheneren Spiel, als die meisten Leute vermutet haben, war gestern das Quäntchen Glück auf der Seite der Katalanen. Trotzdem muss Real Madrid sich auch an die eigene Nase fassen. Wieder einmal unerklärliche individuelle Fehler, die zu Gegentoren geführt haben. Wieder einmal Chancenwucher vor dem gegnerischen Tor, was du dir auf diesem Niveau einfach nicht erlauben darfst. Und wieder einmal zu mutlos, vor allem in den ersten 45 Minuten. Denn dieses Barcelona wäre gestern schlagbar gewesen. Ja, dieses Spiel gestern war ein Wechselbad der Gefühle. Manchmal sitze ich hier nach Siegen und bin sauer ohne Ende, wie nach dem Spiel gegen Atletico Madrid. Manchmal bin ich nach Niederlagen trotzdem relativ zufrieden, wie in der Champions League gegen Manchester City. Und heute ist es weder das eine noch das andere. Es ist Enttäuschung, die ich fühle, weil ich der Meinung bin, gestern wäre deutlich mehr drin gewesen. Vor allem, wenn ich an die Großchance von Álvaro Carrera und Raúl Asensio beide in der Nachspielzeit denke. Ja, viele von uns gingen vor allem nach dem schlechten Spiel gegen Atletico Madrid gestern von Schlimmen aus und dachten, es kann ein Debakel im Finale geben. Aber Real Madrid hat diesen Zahn sowohl dem FC Barcelona als auch den Pessimisten unter uns relativ schnell gezogen. Real Madrid hat über 90 Minuten keinmal das Gefühl vermittelt, dass die jetzt untergehen. Im Gegenteil, ich war der festen Überzeugung, dass wir noch das 3:3 machen werden. Wie gesagt, jetzt erinnere ich mich umso mehr an die Chance von Álvaro Carrera und Raúl Asensio. Ja, der Chancenwucher, der sich im Laufe dieser Saison bei Real Madrid immer wieder wiederholt. Ja, bevor wir zu den Spielszenen kommen, würde ich vorschlagen, wir fangen mit der Aufstellung von einem Xabi Alonso an. Er hat eigentlich die gleiche Aufstellung gewählt wie gegen Atletico Madrid. Der einzige Unterschied, ein Dienhausen kam für den angeschlagenen Antonio Rüdiger rein. Besser gesagt, ein angeschlagener Dienhausen kam für einen angeschlagenen Antonio Rüdiger rein. Die Personallage bei Real Madrid muss man auch einfach mal erwähnen, bevor wir dieses ganze Spiel beurteilen. Man darf nicht vergessen, Real Madrid hat dieses Spiel gestern gespielt ohne ihren besten Innenverteidiger, Eder Militao, ohne beide rechte Verteidiger, Dani Carvajal und Trent Alexander-Arnold. Dadurch muss ein Federball auf einer Position spielen und fehlt auch im Mittelfeld. Ja, und natürlich hat Real Madrid auch dieses Spiel gespielt ohne den besten Fußballer dieses Planeten, ohne Kylian Mbappé. Ich bin der festen Überzeugung, mit einem topfitten Kylian Mbappé geht das Spiel gestern anders aus. Ja, was für ein Spiel haben wir gestern gesehen? Real Madrid und der FC Barcelona haben beide ihre Waffen ausgespielt. Ein Xabi Alonso, und ich finde, der hat eine relativ besonnene, gute Analyse des Spiels gemacht. Er wusste, der FC Barcelona kommt in absoluter Topform, kommt in einem Hoch und Real Madrid ihrerseits sind in keiner guten Verfassung, dazu sehr viel Verletzungspech. Und Xabi Alonso hat sich entschieden, die beste Methode, diesen FC Barcelona zu schlagen, ist hinten stabil zu stehen und unsere schnellen Stürmer auszunutzen. Diese hohe Abwehrreihe vom FC Barcelona zu bestrafen. Seinerseits hat er auch gesehen, was ist die gefährlichste Waffe vom FC Barcelona? Das hat sich gestern wieder bewiesen, nämlich ein Rafinha. Und da hat er einen Raúl Asensio fast in Manndeckung gegen den Brasilianer gestellt. Man sieht also, und Xabi Alonso hat dieses Spiel vorbereitet. Er wusste, wo sind die Stärken des Gegners, wo sind die Schwächen des Gegners, wie versuche ich das auszunutzen mit den Waffen, die ich aktuell habe. Denn diesen Vorwurf, den kann man dem Xabi Alonso nicht machen. Diesen Vorwurf muss man eher dem Vorstand machen, der Sportdirektion, dass der Kader von Real Madrid einfach nicht gut aufgestellt ist, nicht ausgeglichen aufgestellt ist. Es kann nicht angehen, dass in so einem Spiel wieder angeschlagene Spieler versuchen müssen durchzuhalten. Andere müssen wiederum auf falschen Positionen spielen, weil da Spieler ausfallen.
auf dem Niveau wird so etwas bestraft. Ja, und Xabi Alonso hat versucht, aus den Spielern, die er hatte, das Maximum rauszuholen. Und man muss auch sagen, der Plan ist in den ersten 25 Minuten aufgegangen. Der FC Barcelona hat keine Torchance kreiert und Real Madrid ist immer wieder mit Kontern aufgetaucht und hatte die eine oder andere gute Möglichkeit. Ich erinnere mich an einen Abschluss von Vini in die lange Ecke, Joan Garcia gut gehalten. Ich erinnere mich an einen Abschluss von einem Gonzalo, der alleine vom Tor steht und ein bisschen zu hektisch abschließt. Ja, wie gesagt, Chancenwucher ist so ein Thema, was Real Madrid die ganze Saison schon verfolgt. Abgesehen von den 2 Chancen erinnere ich mich an der zweiten Halbzeit noch an eine große Chance von einem Rodrigo, der wieder in die Hände von Joan Garcia schießt. Álvaro Carreras und Asensio habe ich schon erwähnt. Also wir reden hier über 5 Chancen, die Real Madrid hat liegen lassen. Auf der anderen Seite hat der FC Barcelona, glaube ich, 4 Chancen gehabt, 3 genutzt und einmal schießt Lamine Yamal den Thibaut Courtois an. Ja, muss man aber vielleicht auch dem FC Barcelona ein Kompliment machen wegen ihrer Effektivität. Ja, wie dem auch sei, in den ersten 25 Minuten hat eigentlich die Taktik, die Spielidee von dem Xabi Alonso funktioniert. Der FC Barcelona hatte klar mehr Ballbesitz. Real Madrid hat auch gar nicht versucht, den Ballbesitz zu erobern. Im Gegenteil, sie wollten stabil stehen und schnelle Konter fahren. Ja, so ein System funktioniert aber auch genau so lange, bis individuelle Fehler dieses System zerstören. Eigentlich sollte das auf diesem Niveau nicht passieren, mit der Qualität der Spieler von Real Madrid. Aber ein Rodrigo hat gestern das 1:0 für den FC Barcelona quasi im Alleingang vorbereitet. Ein katastrophaler Fehlpass. Dann ein Ball auf Rafinha, der in einer 1:1 Situation gegen Tchouaméni meiner Meinung nach eigentlich sogar die falsche Entscheidung trifft. Der muss rechts auf den Lamine Yamal ablegen, der alleine vom Tor steht. Aber ein Rafinha entscheidet sich ins lange Eck zu schießen. Der Ball geht durch die Beine von dem Tchouaméni genau in den Pfosten rein. Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, sehr viel Selbstvertrauen von dem Rafinha. Ja, ein gutes Tor von dem FC Barcelona, von dem Brasilianer. Die führen 1:0. Ja, dann muss man auch sagen, angekurbelt durch dieses Tor, Moralschub, war der FC Barcelona von der 25. bis zur 45. Minute die klar bessere Mannschaft. Ich glaube, das waren die schlechtesten 20 Minuten von Real Madrid gestern auf dem Platz. Das war schon 20 Minuten, wo ich auch als Madrid-Fan zugeben muss, da hat der FC Barcelona dominiert. Ja, und was dann in den letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit passiert ist, war absolut verrückt. Zunächst einmal ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, ein Tor von Vini Junior, was auf diesem Planeten vielleicht 3-4 Spieler erzielen können. Vini nimmt sich den Ball circa 60 Meter vorm Tor, dribbelt an jedem Abwehrspieler, der sich ihm in den Weg gestellt hat, vorbei, teilweise sogar 2- oder 3-fach, tunnelt einen Koundé, zieht an Kubasi vorbei, schießt den Ball in die lange Ecke. Ein absoluter Leckerbissen, Traumtor von Vini Junior. Und mit diesem Tor hat Vini Junior mit Cristiano Ronaldo, mit Puskás, ich weiß gar nicht, wer der Dritte ist, werdet ihr mir wahrscheinlich, ich blende das Bild ein. Vini Junior ist der Spieler in der gesamten Geschichte von Real Madrid mit den meisten Scorerpunkten in Finalen. Also, dieser Junge schreibt Geschichte bei Real Madrid. Der hat wirklich gerade 1,5 Jahre Horror hinter sich. Hoffen wir, dass dieses Tor Selbstvertrauen zurückbringt. Dieses Tor war eine absolute Weltklasse. Ja, dann auf der Gegenseite wieder ein Fehler, in diesem Fall von Fede Valverde, wieder so ein katastrophaler individueller Fehler, gibt Pedri den Ball, der schickt ein Lewandowski. Ja, und ein Dienhausen, der mir an sich im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Abgesehen davon, dass diesem Jungen einfach Aggressivität fehlt, aber das ist ein anderes Thema in den Zweikämpfen. Ja, Dienhausen unerklärlicherweise rennt nicht und versucht einen Lewandowski zu stören, sondern rennt weg. Ja, und der Pole macht auch ein wirklich absolut tolles Tor für den FC Barcelona, chippt den über Courtois in den Pfosten rein. Also gestern, wie gesagt, das Spielglück war auch nicht unbedingt auf der Seite von Real Madrid. Der Ball kann auch abprallen, Pfosten raus. Der entscheidet sich gestern, Pfosten reinzugehen. Tolles Tor von Robert Lewandowski. Ja, und wer dann gedacht hätte, das kann doch nicht wahr sein, was für verrückte Schlussminuten. Ja, der wurde nochmal überrascht, denn Ecke für Real Madrid. Gonzalo Garcia macht wohl das klassischste Mittelstürmertor, was ich seit langem gesehen habe. Im Fallen, während er von hinten bedrängt wird, schiebt er noch den Ball in Unterlatte, Pfosten rein.
Real Madrid macht das 2:2. Wie gesagt, ein Wechselbad der Gefühle. Vorher hatten Dienhausen einen Kopfball. Auch der wäre, glaube ich, in den Winkel gegangen. Rafinha rettet den. Also Dienhausen hat so seinen Fehler beim Gegentor halb wieder gut gemacht, würde ich sagen. Ja, und dann ging es in die Kabine. Es stand 2:2. Und in der Sekunde hatte ich so das Gefühl, das 2:2 ist ein bisschen glücklich für Real Madrid. Denn wie gesagt, von Minute 25 bis Minute 45, in diesen 20 Minuten war der FC Barcelona halt wirklich überlegen. Ja, aber dann muss ich auch sagen, in der zweiten Halbzeit war Real Madrid deutlich mutiger, offensiver angegriffen, nicht mehr so tief gestanden und auch geschuldet der Temperaturen, denn es war unglaublich heiß. Es gab 2 Trinkpausen, also damit ihr mal seht, wie heiß es da war. Ja, hat der FC Barcelona auch nicht mehr dieses ultra-aggressive Pressing spielen können und Real Madrid kam immer mehr ins Spiel. Da unter anderem auch die große Chance von dem Rodrigo. Ja, Real Madrid war für mich in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja, und wie ich erwähne es jetzt zum 5. und vielleicht auch letzten Mal hoffentlich, das Glück war beim 3:2 deutlich auf der Seite des FC Barcelonas. Wieder einmal Rafinha. Man kann auch sagen, das Glück des Tüchtigen, denn ein Rafinha, was der an Arbeitsmoral hat, das gibt es selten in der Welt des Fußballs. Als bester Spieler des FC Barcelonas ist das auch noch der Spieler, der immer vorangeht, immer die Mannschaft antreibt, nicht aufhört zu beißen. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, diese Mentalität auch bei Real Madrid zu haben. Wie teuer ist ein Rafinha? Rechten Flügel könnten wir noch gebrauchen. Nein, wie dem auch sei, der fällt, ist Linksfuß, mit rechts, während er ausrutscht, versucht er den Ball irgendwie nur Richtung Tor zu bringen. Asensio, der wirklich an sich ein gutes Spiel gemacht hat, fälscht den Ball unhaltbar für Thibaut Courtois in die Mitte des Tores ab. In der Sekunde habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. In der Phase, wo Madrid am besten war, ja, macht der FC Barcelona das 3:2. Danach muss man auch sagen, der FC Barcelona ist eine gute Mannschaft, wenn es darum geht, Ergebnisse zu verwalten, haben längere Ballstaffetten gehabt, haben nicht mehr unbedingt das Tor von Real Madrid gesucht, sondern versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Real Madrid tat sich schwer, den Ball wieder zu erobern. Hier und da, wenn sie es geschafft haben, wurde es auch mal gefährlich. Ja, und dann kommen wir zu der wohl unschönsten Aktion des ganzen Spiels. Ein Lamine Yamal, der muss, glaube ich, zu viel Presse konsumieren und der muss wirklich der Annahme sein, dass er der Auserwählte ist. Anders kann ich mir nicht erklären, wie er versucht, in ein Sprintduell gegen einen Kylian Mbappé zu gehen. Nein, Lamine, das ist unmöglich. Auf jeden Fall, Kylian Mbappé nimmt ihn logischerweise den Ball ab, setzt den Konter an und ein Frenkie de Jong mit einem der hässlichsten Tackles, das ich seit langem gesehen habe. Jeder auf diesem Planeten, der sich für Fußball interessiert, wusste, dass Kylian Mbappé Probleme mit dem linken Knie hat. Und mir kann kein Mensch erzählen, dass ein Frenkie de Jong zufällig sein Bein streckt in Richtung linkes Knie. Der kriegt eine glasklare rote Karte und danach macht er, ja, die typischen Frenkie de Jong, oder ich würde schon fast sagen, die typischen Barca-Bewegungen. Wie kann ich für diese Aktion eine rote Karte kriegen, mein Freund? Wir können alle glücklich sein, dass ein Kylian Mbappé in dieser Sekunde das Bein in der Luft hatte. Wenn er das Bein auf dem Boden hat und du ihn so erwischst, könnten wir hier über ein Karriereende reden. Also klare dunkelrote Karte, ja. Und dann Real Madrid hat natürlich alles nochmal nach vorne geworfen. Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz gesagt, ich war mir sicher, dass wir noch eine Torchance kriegen. Ja, nicht eine, sondern 2 Torchancen. Arda Güler mit einer überragenden Aktion über links nach einem Doppelpass mit Kylian Mbappé bringt den Ball in die Mitte. Der Ball flippert rum und ein Álvaro Carreras steht 6 Meter vom leeren Tor. Naja, vom leeren Tor, Joan Garcia stand schon drin. Aber es tut mir leid, so einen Ball, den schießt du nicht mit dem Fuß. So einen Ball schießt du mit der Seele. Da musst du alles, was du hast, reingeben in diesen Ball. Dani Carvajal hat gegen Atletico Madrid auch so einen Ball, so einen ähnlichen, in den Winkel geschossen. Álvaro Carreras hat in der Sekunde wirklich versucht, den Ball zu justieren. Ja, schießt dem Joan Garcia den Ball genau in die Hände. Und jeder Madridista, der gedacht hat, das war's, das war die 100-prozentige, ja, der hat 2 Minuten später noch eine 100-prozentige gesehen. Ecke von Arda Güler, der Ball wird verlängert, landet bei Kylian Mbappé, der bringt den nochmal rein. Und Raúl Asensio, der gefühlt vor einer Woche ein Kopfballtor gemacht hat, kann von 6 Meter den Ball überall hinköpfen und köpft ihn wieder genau in die Hände von einem Joan Garcia. Ja, spätestens da war es passiert.
Real Madrid hatte dieses Finale verloren. Ja, im Großen und Ganzen ist das die Zusammenfassung des Spiels. Und ich weiß, es gibt jetzt immer wieder die Kritiker unter euch, die sich denken, Leute, das kann doch nicht die Spielphilosophie von einem Real Madrid sein. Auf Konter, 30% Ballbesitz, natürlich nicht. Und ich bin auch nicht zufrieden. Natürlich wünschen wir uns alle, dass Real Madrid so ein Spiel dominiert, mit Selbstvertrauen auftritt, ja, den FC Barcelona in den eigenen 16er drückt und wir die dominante Mannschaft sind. Und man muss auch zur Verteidigung von dem Xabi Alonso sagen, genau das haben wir ja im Santiago Bernabéu gemacht. Also die Spielidee von Xabi Alonso ist nicht gegen den FC Barcelona, City etc. auf Konter zu spielen. Ein Xabi Alonso hat sich gestern den Umständen angepasst. Die Umstände sind die ich euch genannt habe. Zum einen fehlen bei Real Madrid 4 wirklich sehr wichtige Spieler. Auf der anderen Seite kamst du als Madrid gerade nicht mit dem größten Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite kam ein FC Barcelona, die ja, wie gesagt, auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Saison sind. Im Großen und Ganzen habe ich gestern einen Tweet verfasst und ich glaube, ich sehe das immer noch. Real Madrid ohne Trent Alexander-Arnold, ohne Dani Carvajal, ohne Militao, ohne Mbappé, mit 200%igen Chancen in der Nachspielzeit. Ich fand die Leistung von unserer Mannschaft im Großen und Ganzen okay. Ich habe mehr Zuversicht als nach dem Sieg gegen Atletico Madrid. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede, noch die Einzelbewertung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, ich glaube, im Großen und Ganzen hätte ich gestern auch im Tor von Real Madrid stehen können. Ich habe gehört, ich soll ihm ähnlich sehen. Ich sehe das nicht. Aber wie dem auch sei, an den Gegentoren konnte er nichts machen. Und bei den anderen Aktionen, ja, da wurde er nicht viel gebraucht. Den Schuss von Lamine Yamal hält er gut, aber der ist auch genau auf Mann. Ja, Thibaut Courtois musste gestern keine Wunder vollbringen, was ein Madridista noch ein bisschen mehr ärgert. Die Außenverteidiger, Fede Valverde und Álvaro Carreras, fand ich gestern bärenstark, bis auf den Aussetzer von Fede Valverde zum Gegentor von Lewandowski. Ansonsten bärenstark, was für ein physisches Monster. Ein Álvaro Carreras ist mit Abstand der beste Transfer, den wir in diesem Sommer gemacht haben. Tolles Spiel des linken Verteidigers. Ja, hätte gestern ein besseres Ergebnis verdient. In der Innenverteidigung bin ich im Großen und Ganzen auch ganz zufrieden. Hausen macht halt hier und da noch Fehler, ist seines Alters geschuldet, passiert. Trotzdem, in Dienhausen, der muss viel mehr Aggressivität, viel mehr Gier und Geiz und viel mehr davon in sein Spiel integrieren. Du siehst einen Raúl Asensio und siehst einen Dienhausen und du denkst, die spielen unterschiedliche Sportarten. Das, was ein Raúl Asensio in jedem Zweikampf gibt, das ist das, was wir Madridistas sehen wollen. Dienhausen hat vielleicht mehr technische Klasse, aber ja, ein Raúl Asensio, ja, deutlich mehr Willen, mehr Zweikampfstärke. Ja, Tchouaméni, finde, hat ein anständiges Spiel gemacht. Ja, wie gesagt, er hat das Konzept von Xabi Alonso umgesetzt, war in der Abwehrreihe im offensiven Spiel allerdings unsichtbar. Ja, und das muss man jetzt auch zu einem Jude Bellingham und einem Eduardo Camavinga sagen. Während des Livestreams gestern, du bist in der Hitze des Gefechtes, du versuchst natürlich das Spiel zu analysieren, während du es siehst, aber hast selber 200 Puls und versuchst, deine Mannschaft anzufeuern. Ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut. Ja, und der Grund, dass Real Madrid vor allem in der ersten Halbzeit zu mutlos und ja, teilweise nicht aus dem eigenen 16er kam, von der Minute 20 bis 25, habe ich ja jetzt schon erwähnt. Ja, kein gutes Spiel von einem Jude Bellingham, kein gutes Spiel von dem Eduardo Camavinga. Mittelfeldspieler von Real Madrid kannst du nicht nur danach bewerten, dass sie hinten dagegenhalten. Ich glaube, das ist die Basis, auf der jeder Fußballer funktionieren sollte. Nach vorne war von den beiden absolut gar nichts zu sehen. Ja, wieder einmal ein Grund, warum ich sage, Real Madrid braucht mehr Qualität im Mittelfeld. Meine Meinung, wer da die Qualität gebracht hat am Ende und wer die bringt, kennt ihr ja, brauche ich glaube ich in diesem Video nicht wiederholen. Ja, und vorne im Sturm dann, ja, was soll man sagen? Rodrigo, der Rodrigo, den wir zu 80% kennen, unsichtbar, keine gelungenen Aktionen, hält physisch nicht dagegen, der hilft natürlich in der Abwehr, aber naja, wie gesagt, auch bei weitem nicht das, was ich von dem Madrid-Angreifer verlange. Ja, und die anderen beiden, muss ich sagen, bin ich zufrieden.
mehr als zufrieden. Vini lasse ich extra zum Schluss. Ein Gonzalo hat gearbeitet, hat gerackert, hat versucht, die Mannschaft hinten zu unterstützen und hat vorne sein Tor gemacht. Viel mehr können wir von dem Mittelstürmer nicht erwarten. Hat hier und da auch mal einen Ball festgemacht, verteilt, war beteiligt, hat am ersten Tor, gibt er den Pass auf Vini. Naja, Vini hat danach die ganze Arbeit gemacht. Trotzdem hat er einen Assist und ein Tor. Mehr kann man von einem Neuner nicht verlangen. Ja, und Vini Junior, was soll ich sagen? Ja, das ist der Vini, den wir alle sehen wollen. Das ist der Crunch-Time-Vini, der sich in einem Finale den Ball packt, alles austribbelt, was sich in den Weg stellt und ein unglaubliches Tor macht. Das ist ein Vini, der bis zur 60., 67. Minute alles gibt und dann selber an dem Xabi Alonso anzeigt, hol mich raus. Das gleiche übrigens auch im Fede Valverde. Viele beschweren sich über die Auswechslung. Beide haben angezeigt, dass die ausgewechselt werden wollen. Kein Trara bei der Auswechslung, im Gegenteil. Alles geben und dann sagen, hör mal Trainer, bis hierhin hat mein Benzin gereicht, das war's. Toll. Zu den Auswechselspielern, ja, Arda Güler hat fast das 3:3 vorbereitet. Das war eine schöne Aktion. Ansonsten hat er geholfen, hinten den Spiel aufzubauen. Die anderen Auswechselspieler, ja, sehr wenig gekommen. Franco Mastantuono wünsche ich mir ein bisschen mehr an. Dani Ceballos, ja, ist auch nicht in der besten Verfassung. Ja, haben aber im Großen und Ganzen, haben die sich der Mannschaftsleistung angeschlossen. Ja, und das war es auch schon. Real Madrid verliert den spanischen Supercup. Trotz alledem werde ich als Madrid-Fan niemals glücklich sein, wenn wir verlieren. Ich werde nie zufrieden sein, wenn wir verlieren. Naja, es sei denn Spiele, wo wir wirklich dominieren und Pech haben. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin davon überzeugt, wenn die Verletzten endlich mal wieder zurückkommen, wenn wir mal wieder jeder auf seiner Position spielen kann, wenn wir uns mal einspielen können, bin ich guter Dinge, dass am Ende der Saison vielleicht sogar noch ein Titel herausspringt. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Solltest du die gleiche haben, solltest du eine andere haben, wie dem auch sei, lass das bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, drück auf Like, lass ein Follow da, auch wenn du es nicht mehr unter die ersten 20.000 geschafft hast. Vielen Dank nochmal an jeden einzelnen von euch. Wir haben gestern während des Livestreams die 20.000 geknackt. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ja, also es gab auch gute Nachrichten, zumindest für mich. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.